Ja, jetzt sehen wir ihn endlich im echten Leben, den neuen MAN TGX, endlich in live und nicht mehr nur auf Fotos. Und da ist natürlich die Frage, wie viel hat sich wirklich geändert? Weil viele von euch haben im Vorfeld gesagt, ach, der schaut doch genauso aus wie der alte. Und jetzt gucken wir uns mal an und schauen, ob er wirklich ausschaut wie der alte. Weil ich muss sagen, mein erster Eindruck ist ein ganz anderer. Ja, und da fällt natürlich an der Front zunächst mal der neue Kühlergrill auf. Der ist jetzt matt, vorher war er glänzend und prägt natürlich das ganze Auto. Wir haben einen riesigen Löwen auf der Front, das gefällt mir schon mal sehr gut. Was auch wirklich sportlich mittlerweile ausschaut, etwas dynamischer als beim Vorgängermodell, das sind die Scheinwerfer mit einer schönen LED-Lichtsignatur. Auch wirklich modern geworden, sehr stimmig. Und natürlich der Stoßfänger hier vorne, der schaut bulliger aus, ist wirklich, kommt tief auf die Straße und hat so eine Trapezform. Also alles in allem finde ich, ist ein sehr sportliches Auto geworden, strahlt mehr Dynamik aus, auch durch die Windschutzscheibe, die jetzt nicht mehr so riesengroß ist, wie sie beim Vorgänger ja war. Also mir gefällt es sehr gut und natürlich auch die Außenspiegel, die sind jetzt auch deutlich schlanker geworden und das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Ja, und auch an der Seitenführung vom neuen MAN hat sich ein bisschen was getan. Wir haben hier ein neues Luftleitblech, was auch einen Schmutz abhalten soll. Wir haben hier ein ganz nettes Design-Detail. Wir haben im Seitenblinker einen kleinen MAN-Schriftzug. Das gefällt mir, das zeigt einfach die Liebe zum Detail. Und wenn wir jetzt reingehen in die Kabine, da haben wir auch ein wirklich nettes Feature, muss ich sagen, finde ich sehr cool. Da haben wir hier diese neue Tasterreihe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel abends den LKW abgestellt habe und ich habe zum Beispiel vergessen, das Beifahrerfenster runter zu machen, wieder aufzumachen, dann kann ich natürlich hier einfach den Knopf drücken und mache das Fahrzeug quasi von hier außen abstellbereit und muss nicht nochmal reinklettern. So, und wenn wir jetzt den neuen MAN TGX klettern, dann merken wir schon, der Einstieg ist ein bisschen höher, hat aber tatsächlich einen ganz entscheidenden Vorteil. Wir haben nämlich einen entsprechend niedrigeren Motortunnel und dadurch einen freien Zugang zum Beifahrer und einfach ein ganz anderes Raumgefühl, viel mehr Platz, ja, viel mehr Volumen einfach in der Kabine. Ja, und eine weitere Neuigkeit, was viele Fahrer freuen wird, wir haben jetzt einen größeren Verstellbereich vom Lenkrad. Das heißt, wir können abends nach Feierabend das Lenkrad weiter von uns wegziehen und haben dadurch mehr Raum und wir können natürlich während der Fahrt das Lenkrad jetzt deutlich steiler stellen, was auch für viele natürlich ein angenehmeres Fahren, dann Pkw-ähnlicheres Fahren bedeutet. Was wir auch sehen, wir haben voll digitale Instrumente, wir haben eine elektronische Parkbremse und wir haben hier noch einen kleinen Display, allerdings kein Touchscreen, denn die Bedienung von dem Display, die funktioniert ganz anders. Hier hat sich MAN tatsächlich was wirklich Besonderes ausgedacht. Wir haben nämlich kein Touchscreen, wie gesagt, sondern wir haben einen Drehdrücksteller. Das hat natürlich den Vorteil, wenn ich ein vollluftgefedertes Fahrzeug habe mit einer vollluftgefederten Kabine und einem vollluftgefederten Fahrersitz und ich bin auf einer ruppigen Straße unterwegs, dann habe ich hier fest meine Hand und kann eben wunderschön mich durch die Menüs klicken und habe nicht das Problem bei dem Touchscreen, dass meine Hand mit der Straße mitspringt. Das ist natürlich eine deutlich bessere Bedienung und ein ziemlich genialer Trick, finde ich. Auch neu im neuen MAN TGX ist die Bedienung des Automatikgetriebes, die jetzt über einen Lenkstockhebel funktioniert. Früher hatten wir ja hier neben dem Fahrersitz eine große Konsole und die fällt damit komplett weg. Und das ist natürlich auch ein schönes Gimmick, dass wir wieder mehr Raum in der Kabine haben. Ja, was der neue TGX vom alten übernommen hat, und das ist auch sehr gut, das ist das Bett mit einem Lattenrost. Das heißt, nach wie vor können wir hier bequem schlafen. Am Fahrer wurde da tatsächlich nicht gespart und auch neues Feature und sehr nett. Wir haben hier eine Bedienung tatsächlich hinterm Bett, wo wir viele Funktionen dann vom Bett aus bedienen können, ohne wieder aufstehen zu müssen und zum Fahrersitz zu gehen. Finde ich ein nettes Detail. Ja, wie fährt sich der neue MAN TGX? Von technischer Seite haben wir hier keine großen Veränderungen. Wir haben die gleichen Motoren wie bisher, aber wir haben auch viele Detailverbesserungen, die den Fahrer im Fokus genommen haben. Zum Beispiel die schlankeren Außenspiegel. Ich habe eine bessere Rundumsicht. Ich habe ein sehr komfortables Fahren. Ich habe ein schönes Wohnfühlklima an Bord. Von daher hat MAN tatsächlich den Fahrer in den Fokus genommen und seine Bedürfnisse in den Fokus gesetzt. Ja, was bleibt jetzt als Fazit zur neuen MAN TGX? Meiner Meinung nach hat MAN ganz klar den Fahrer in den Fokus genommen, hat viele Detailverbesserungen gebracht, die den Fahrer tatsächlich im täglichen Leben entlasten.
der große technische Sprung, der ist ausgeblieben. Aber ganz ehrlich, was wollen wir auch erwarten? Der Unternehmer schaut auf jeden Euro. Und aktuell werden gerade in Bezug auf die alternativen Antriebe einfach weniger Optionen offen. Das heißt, der Diesel wurde hier nochmal verbessert, nochmal optimiert. Wir haben natürlich die alte Technik, aber wir sollten den Diesel auch nicht verfluchen. Er bringt uns unser tägliches Brot, um es ganz lapidar zu sagen. Ja, da hatte der Julian ja auf jeden Fall eine gute Zeit. Sie können sich das vorstellen, hinter der Entwicklung einer neuen Generation steckt jede Menge Arbeit und man hat natürlich auch klare Ziele im Blick. Darüber sprechen wir jetzt mit dem Leiter Gesamtfahrzeugentwicklung Dr. Manuel Marx. Genau 5 Jahre und 6 Monate hat die Entwicklung gedauert. Was hatte dabei oberste Priorität? Es gab 2 Schwerpunkte in der Entwicklung. Das war einmal das beste fahrerorientierte Fahrzeug zu entwickeln. Das heißt, dem Fahrer wirklich alles zu ermöglichen, damit er seine Fahraufgabe entspannt, relaxed und fokussiert erledigen kann. Und der zweite wichtige Punkt war das Thema Efficiency gewesen. Mit diesem Fahrzeug haben wir es geschafft, 8% Kraftstoffreduzierung zu realisieren im Vergleich zum Vorgänger Euro 6c. Also wenn wir uns den neuen hier so angucken, dann sehen wir, im Design steckt ganz viel Büssing und ganz klar ist, der Löwe steht im Mittelpunkt und brüllt lauter denn je. Was genau steckt dahinter? Der Löwe charakterisiert Mut, Stärke, Qualität. Er repräsentiert aber auch Bodenständigkeit und Verlässlichkeit. Und genau das sieht man an dem Auto. Künftig soll es neue Abmessungen geben. Das hat die EU entschieden. Wie genau reagiert MAN darauf? Also in Summe ist es kein Gesetz, sondern eine Verordnung. Das heißt, man kann diese Dinge umsetzen. Die Verordnung bietet sehr, sehr viel Flexibilität in den Maßnahmen, wie man es umsetzen kann. Es gibt kleinere Änderungen an der Front, die schon da reichen würden. Es gibt natürlich auch Optionen im sehr, sehr großen Bereich, das heißt neue Kabinen zu designen und zu entwickeln. Wir werden entsprechend darauf reagieren. Das Auto ist prinzipiell darauf vorbereitet und zu gegebenem Zeitpunkt wird auch die MAN auf diese Verordnung reagieren. Ja, ihr seid gerüstet für die Zukunft. Ich schlage vor, wir gucken uns jetzt mal die inneren Werte an. Ja, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Was ich sehe, ist ein sehr hochwertiges Interieur, das doch sehr futuristisch auch anmutet. Ist das die passende Antwort auf den Fahrermangel, den wir derzeit haben und auch künftig haben werden? Absolut. Und das war ja einer der Schwerpunkte in der Entwicklung gewesen. Wirklich das Beste für den Fahrer. Und das haben wir hier mit diesem Interieur auch geschafft. Ja, MAN hat ja ganz klar die Bedürfnisse des Fahrers in den Mittelpunkt gestellt. Was heißt das denn konkret? Ja, das ist das neue Bedienkonzept, optimiert für die Nutzfahrzeuge und zwar zusammen mit den Fahrern. Das ist der MAN Smart Select. Das heißt, im Gegensatz zu einem Touchscreen wird dieses Bedienelement in der normalen Sitzposition bedient. Der Fahrer kann das ganz entspannt tun. Er muss nicht den Fingern folgen bei der Bedienung, sondern kann sich auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren und damit wieder klar Reduzierung der Komplexität. Ja, mit an Bord sind ja auch die neuen Assistenzsysteme, viele kleine Helferlein. Was können die genau und wo hat die Entwicklung hier einen Sprung gemacht? Ich würde hier den Abbiegeassistenten hervorheben. Man liest täglich in der Zeitung Unfälle, die beim Abbiegen passieren. Wir bieten jetzt serienmäßig den Abbiegeassistent an mit einer Warnung für den Fahrer, sowohl optisch als auch akustisch, sodass es wieder heißt, einfacher für den Fahrer. Ja, trotz der ganzen Elektronik hier an Bord sehe ich konventionelle Rückspiegel. Wie kam es denn dazu? Wir haben diese Rückspiegel optimiert, sowohl für die Aerodynamik als auch für die Sicht zwischen A-Säule und Spiegel. Und ich bin sicher, dass wir auch sehr bald digitale Rückspiegel anbieten werden. Ja, damit die letzte Frage und das ist auch die wichtigste. Wann dürfen wir den neuen denn auf der Straße sehen? Sofort. Ab heute, ab jetzt kann der neue MAN gekauft und geordert werden. Das gesamte Portfolio wird in den nächsten 12 Monaten ausgerollt, sodass danach alle MAN-Varianten auf der Straße sind. Ja, da freuen wir uns, wenn wir dann demnächst die neue Generation im Rückspiegel oder vor dem eigenen Fahrzeug haben. Herzlichen Dank an den Leiter der Gesamtfahrzeugentwicklung bei MAN Truck & Bus, Dr. Manuel Marx. Herzlichen Dank. Vielen Dank.